Herzlich willkommen zur Sprechstunde Covid-19. Seit Corona ist etwas geschehen mit uns. Egal, ob ich ein Corona-Leugner bin oder ob ich den Covid-19 als gefährlichen Virus betrachte, wir können nicht leugnen, dass die ganze Welt davon betroffen ist, dass die gesamte Menschheit darunter leidet. Viele stellen sich die Schuldfrage, beziehungsweise haben sich diese für sich bereits beantwortet. Die Regierungen, Mächtige, die Hochfinanz. Was ich in letzter Zeit mehr und mehr wahrnehme, ist, dass Juden und Israel in Verbindung mit der Corona-Krise gebracht werden. Daher die Frage, was hat Israel mit Corona zu tun? Sind die Juden schuld an der Corona-Pandemie? Um diese Fragen nachzugehen, müssen wir tiefer schürfen und auch der Frage nachgehen, spielt Israel und spielen die Juden eine Rolle in der Welt, im Weltgeschehen und welche Rolle ist es? Dazu gehen wir nach Israel, virtuell natürlich, und hören rein in Redaktionssitzungen. Solche Treffen finden derzeit 3-mal wöchentlich statt zwischen Schreibern, Journalisten und dem bekannten Kabbalisten Dr. Michael Leitmann. Für die ihn nicht kennen, ein paar Fakten zu seiner Person. Leitmann ist 74 Jahre alt und immer noch ein sehr aktiver Wissenschaftler. Er hat in jungen Jahren in medizinischer Biokybernetik einen Master gemacht, in Philosophie also. Später hat er an der Akademie der Wissenschaft in Moskau habilitiert über einen Spezialbereich der Philosophie der Erkenntnistheorie. Sein Hauptforschungsgebiet seit ca. 40 Jahren ist die praktische Kabbalah und wie sie Antisemitismus und Judenhass erklärt. Er hat bislang um die 40 Bücher geschrieben, die von seinen Schülern und Studenten weltweit in mehr als 20 Sprachen übersetzt wurden. Hören wir also rein in solch ein Gespräch, wie es am 11. Oktober stattfand. Wir werden immer kurze Ausschnitte hören und im Anschluss daran dann darüber sprechen. Anmerkung: Die Treffen sind von Laienübersetzern, so wie ich es bin, ins Deutsch übersetzt. Hören wir jetzt also den ersten Abschnitt. Genau, aber das hat zu tun mit den ganzen Denominationen der Nation Israel, religiösen, ultrareligiösen, nicht religiösen, weltlichen. Die ganze Nation Israel versteht überhaupt nicht ihre Rolle gegenüber der Menschheit im Allgemeinen. Und deswegen die Torah, diese Kraft, die absichtigt ist, uns zu korrigieren. Das heißt, die Torah des Lichtes, dass wir sie benutzen und uns auf unsere Natur verbinden können und korrigieren können, unsere Natur und so ein Beispiel setzen für die Nation der Welt, um ein Licht für die Nation zu sein. All das. Und deswegen benutzen wir die Torah nicht richtig. Torah ist das korrigierende Licht. Wo ist dieses korrigierende Licht, fragt Shelley? Und Rav sagt, wir ziehen es nicht an. Also benutzen wir die Torah nicht richtig. Wir lesen nur, wie alle Nationen ihre Bücher, ein Buch, so wie jede Nation ihre Bücher lesen, die Geschichtsbücher oder ihre Mythenbücher. Aber es ist nicht so, sondern die Torah beschreibt, wie man die innere Kraft der Natur benutzt, wie man an sich heranziehen kann, und es wird uns verbinden, es wird uns korrigieren, wird eine besondere Nation aus uns machen, eine besondere Gruppe aus uns machen, aus solchen Babyloniern, die aus allen Nationen der Welt kamen, war und herausgesammelt wurden, um sich zu verbinden und ein Beispiel zu einer ganzen Welt zu sein, wie man sich verbindet, wie man einander näher kommt. Und das ist tatsächlich unsere Verpflichtung. Und indem wir einander näher kommen auf solche Weise, bauen wir einen Ort auf zwischen uns für diese besondere Kraft, die Liebe heißt. Und dann werden wir fühlen, dass wir tatsächlich existieren in dieser Kraft, in vollkommener Weise, dass jeder von uns kann der ganzen Menschheit geben, jedem Menschen, jedem allen zusammen, dass wir geben können, viel und füllender. Und dass dies die Kraft ist, und das ist die Empfindung, dass uns diese Empfindung der Ewigkeit gibt. Unsere Ausgangsfrage war ja, sind die Juden schuld an der Corona-Krise? Ich möchte zuerst anhand von 5 Punkten darauf eingehen, was Leitmann gesagt hat, um den Kontext zu erklären. Erstens, wir sprechen hier nicht über Religion,
sondern es geht um eine Wissenschaft, um die Wissenschaft der Verbindung zwischen Menschen. Warum ist das wichtig? Weil man in einer Wissenschaft mit wissenschaftlichen Methoden arbeiten kann. Zweitens, 99% der Israelis wissen nicht oder sind nicht der Meinung, dass sie eine spezielle Rolle für die Menschheit tragen. Jeder kennt zwar den Begriff, ein Licht unter der Nation zu sein, aber jeder deutet es anders. Vielen ist auch bekannt, dass Israel das auserwählte Volk ist, aber wozu, zu welcher Aufgabe denn genau auserwählt? Drittens, warum wurde gerade Israel diese Rolle zugeschrieben, ein Beispielvolk an guter Verbindung für alle Nationen der Welt zu sein? Ist deswegen so, weil Juden von dieser Gruppe abstammen, die sich um Abraham vor 3800 Jahren in Babylon scharten. Abraham hat den Zugang zu einer inneren Kraft der Natur entdeckt. Es war nämlich so, dass damals mehr und mehr Streitereien und Hass zwischen den Menschen in Babel aufkamen und Abraham suchte verzweifelt nach einer Möglichkeit, wie alle weiterhin in friedlicher Weise miteinander leben können. Aber immerhin schlossen sich doch einige aus allen Nationen der damaligen Welt ihm an, um mit ihm diese Methode der Verbindung zu praktizieren. Daraus wurde zuerst eine Gruppe, dann eine Sippe, dann die Hebräer. Im Laufe der Jahrhunderte wurde daraus das Volk Israel. Viertens. Was ist also diese Torah oder Torah des Lichts, wie Leitmann sie nennt? Äußerlich betrachtet ist es ein Buch oder Torah-Rolle, genauer gesagt die 5 Bücher Mose. Aber viel wichtiger ist der Inhalt. Torah kommt vom Begriff Or, das heißt Licht, und Ora'ah, Anleitung. Das heißt, es ist eine genaue Anleitung, ein System, wie man gute Verbindung zwischen Menschen herstellt. Es geht bei der Torah also nicht um Mythen oder gar um Mystik, auch nicht um die Geschichte eines Volkes, sondern um diese innere Kraft der Natur, die mit Hilfe der richtigen Anleitung der Torah in der Praxis erweckt wird. Und dann fühlt man das Licht der Torah als eine besondere Form von Lebendigkeit, von Ewigkeit. Wenn man dieses System, diese praktische Methode anwendet, macht es aus denjenigen eine besondere Gruppe bis hin zu einer Nation. 5. Israels Rolle besteht darin, die Kraft der Verbindung und Liebe an jeden Menschen, an die gesamte Menschheit weiterzugeben. Wir schauen uns jetzt einen kurzen Clip an, 2 Minuten, und über den Ursprung der Hebräer seit Abraham bis in unsere Zeit. Die Geschichte der Kabbalah, von Abraham bis in unsere Zeit. Die Kette der Kabbalisten beginnt mit Abraham im alten Babylon vor 3500 Jahren, der Wiege der menschlichen Zivilisation. Egoismus und Hass brachen aus und trieben Menschen auseinander. Abraham entdeckte die Methode der menschlichen Verbindung und Einheit und begann zu lehren und weiterzugeben, woraus später dann die authentische Weisheit der Kabbalah wurde. Tausende von Menschen folgten ihm und wurden zur ersten Gruppe der Kabbalisten in der Geschichte. 1500 Jahre später brechen überall grausame Kriege aus. In einer kleinen Höhle im Norden Israels schreiben Shimon Bar Yochai und seine 9 Schüler zusammen das berühmte Buch Sohar. Ein Buch über Ewigkeit und universelle Liebe, wohingegen außerhalb der Höhle die Welt in Dunkelheit und Konflikten versinkt. Das Buch verschwindet für Jahrhunderte, wartet darauf, offenbart zu werden, damit sein Licht auf die Welt scheinen kann. Zu Ende des 16. Jahrhunderts erscheint Isaac Luria, bekannt als der heilige Ari in unserer Welt. Er war in der Lage, die alte Weisheit der Kabbalah zu entschlüsseln und anzupassen und ihr Licht der Welt zurückzugeben. Von diesem Moment an kann jeder beginnen, die Methode zu lernen, die unsere Herzen verbindet. Wir sind im 20. Jahrhundert. Der Zweite Weltkrieg bricht aus und führt 6 Millionen Juden wie Schafe zur Schlachtbank. Während dieser blutigen Zeit erkennt Rav Yehuda Ashlag, bekannt als Baal HaSulam, dass die letzte Phase des menschlichen Egoismus begonnen hat. Jetzt. Er fasste die Entdeckungen Abrahams, die Geheimnisse, die im Buch Sohar verborgen sind, und die Offenbarung aus den Schriften des Ari zusammen in der Wissenschaft der menschlichen Verbindung. Wir sind alle vereint zu einem einzigen, wundersamen System, wie die Organe desselben Körpers, erklärt Baal HaSulam wiederholend. Wir müssen lediglich dieses System offenbaren. Wir kommen also wieder zur Anfangsfrage zurück. Welche Rolle spielt Israel?
die Juden in der Welt und sind sie schuld an der Corona-Pandemie? Dazu gucken wir uns nochmal einen einminütigen Clip an und treffen uns danach wieder. Wer ist verantwortlich für die Tora? Israel, ein Teil davon. Israel ist verantwortlich für die Benutzung der höheren Kraft, dass es möglich ist, um dadurch die Beziehung zwischen Menschen zu korrigieren. Israel muss diese Kraft von oben heranziehen, um der ganzen Menschheit zu nutzen, allen Nationen der Welt. Sie sind tatsächlich, sie warten darauf und sie leiden, bis die Nationen der Welt ihnen die Torah bringen. Sie haben eine bestimmte Empfindung, dass dies die Verpflichtung ist des jüdischen Volkes, um dies ihnen zu bringen, und dass wir das nicht tun, das ist der Grund für die Empfindung von Antisemitismus. Und wie verbinden wir uns mit jemandem? Wie würdest du dich verhalten gegenüber jemand, der dir das vorenthält? Also so verhalten sich Nationen gegenüber Israel natürlich. Denn es leistet nicht das, was es tun soll, Shelley. Wie benutzen wir dieses Licht, das in der Tora existiert? Wie aktivieren wir das? Israel soll also diese höhere Kraft heranziehen für die gesamte Menschheit, dadurch, dass sie ein Beispielvolk sind an guter Verbindung untereinander. Und dass sie das nicht tun, empfinden die Nationen der Welt als negativ, und das ist die Ursache für Antisemitismus. Ganz interessant in dem Zusammenhang sind die Worte von Henry Ford, einem der berühmtesten Antisemiten, auch dem Gründer der Ford Motor Company, und er schrieb in seinem Buch The International Jew, The World's Foremost Problem, also der internationale Jude, das Hauptproblem der Welt. Die Gesellschaft erhebt großen Anspruch dem Juden gegenüber, dass er zu erfüllen beginnt, was ihm seine Besonderheit niemals zu erfüllen erlaubte, nämlich die alte Prophezeiung, dass durch ihn alle Völker der Welt gesegnet werden sollen. Das ist also der Vorwurf an die Juden, an den Staat Israel auch, dass sie ihre Rolle für die Welt nicht erfüllen. Weil diese Naturgesetz ist, fühlen die Nationen der Welt bewusst und unbewusst, dass Israel seine Rolle nicht ausübt, und das ist die wahre Ursache für Antisemitismus. Kommen wir also zur Ausgangsfrage zurück. Ist Israel und die Juden schuld an Corona? Die Antwort lautet ja und nein. Ja, denn sie bringen nicht die Verbindung der Welt, was ihre Aufgabe ist. Was kann man tun? Positiven Druck auf Israel ausüben und Israel an seine Rolle erinnern. Anstatt aber wie üblich im Laufe der Geschichte durch negativen Druck wie Hass und Antisemitismus, sondern durch positiven Druck. Warum hat Israel keine Schuld an der Corona-Krise? Weil es nicht so ist, als hätten Israelis in ihren Labors den Virus etwa erzeugt, oder dass die Juden jetzt die Situation der Pandemie ausnützen und die Mächtigen der Welt sind, die Hochfinanz, alles Bilderberger und Rockefeller sind und die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Es gibt natürlich immer schwarze Schafe in jedem Volk und jeder Nation, aber diese Leute haben nichts zu tun mit der israelischen Bevölkerung oder Juden weltweit. Wir sind am Ende angelangt. Und ein Ausblick auf weitere Sendungen. Wir werden uns damit beschäftigen, warum Verbindung die Lösung aus der Corona-Krise ist. Und natürlich hoffe ich, dass es möglichst viele Kommentare und Fragen gibt, auf die ich dann gern versuche einzugehen. Also tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Alex Stetter.